Also willkommen im Kunsthistorischen Museum im Münzkabinett. Ich heiße Elisabeth Jung und bin seit 33 Jahren hier im Münzkabinett und bin für die Inventarisierung der Neuzugänge zuständig, vor allem ab dem 20. Jahrhundert bis zur Jetztzeit. Und ich inventarisiere hauptsächlich Hartgeld, und also das ist das Umlaufgeld, Papiergeld, Wertpapiere, Signetten, das sind Stempelmarken, die halt jetzt nicht mehr gebraucht werden, aber ab und zu kommt da auch was rein, aber hauptsächlich halt Hartgeld, also Umlaufgeld. Ja. Und weiters ist aber auch meine Aufgabe, Besucher zu betreuen. Und da habe ich eigentlich durch diese Besucher sehr viel neue Dinge auch kennengelernt. Unter anderem hat hier auch eine Dissertantin gearbeitet, die sich mit Wertpapieren beschäftigt hat. Und Wertpapiere waren so nicht ganz mein Thema, weil ich eben von der Archäologie herkomme. Und sie hat mir eigentlich sehr viel darüber erzählt und hat hier wochenlang gearbeitet. Und wir sind so ins Plaudern gekommen und sie hat mir halt erzählt, sie arbeitet über die Frau in der Aktie, und dann haben wir eben die Bestände durchgeschaut und ich war begeistert von diesen unglaublich schönen grafischen Darstellungen bei den Aktien. Und dann habe ich gesagt, ja, das Traurige ist, sie wird im 21. Jahrhundert keine finden, weil da haben wir einfach überhaupt keine Aktien mehr. Und dann hat sie gemeint, ja, vom 20. Jahrhundert und vom 19. Jahrhundert ist es besonders gefördert worden, dass man auch diese Aktien eben schön ausstattet. Nicht? Und ich habe gesagt, na, das bräuchten wir heute eigentlich auch. Ne? Na, sie hat ihre Arbeit dann weitergemacht und dann sagt so, und jetzt ist sie fertig und sie möchte sich vielmals bedanken. Und dann überreicht sie mir von diesen Bregenzer Unternehmern diese Aktie. Und mir sind die Augen rausgefallen. Ich habe gesagt, das ist in der Jetztzeit. Ja? Und sie hat gesagt, ja, das ist in der Jetztzeit. Und es ist, also sie möchte mir das eben übergeben. Und dann haben wir halt drüber gesprochen, weil sie hat mir dann auch erklärt, was das ist. Und das ist eine sogenannte Ledi-Aktie von diesem Unternehmen eben. Und ich habe gesagt, was ist eine Ledi-Aktie? Und sie hat gesagt, ja, das ist eben speziell, weil diese Firma eben für Bein- und Strumpfhosen zuständig ist. Das tragen halt Frauen. Und sie wollen damit einfach hauptsächlich Frauen ansprechen. Und auch Männer, die halt die Frauen beschenken wollen. Diese Aktie ist besonders schön ausgestaltet in Gold und mit Sicherheitspapier von der österreichischen Staatsdruckerei. Und da hat sie mir eben 3 verschiedene Nominalien übergeben. Und ich sehe plötzlich unten, also die Hauptaktie, diese beiden Gestalten. Und dann denke ich mir, das kommt mir so bekannt vor. Ja? Und dann sagt sie, ja, das ist aus den Lünetten vom Kunsthistorischen Museum beim Treppenaufgang. Ja? Na, dann war ich überhaupt begeistert. Ja? Und dann hat sie gesagt, eigentlich eine Kunsthistorikerin hat das eben ins Rollen gebracht und hat den Vorstand eben von diesen Industrieunternehmen gebeten, ob man da nicht eine aufwendigere Aktie macht. Und dann ist das Todesjahr vom Klimt gekommen und dann ist die Klimtbrücke aufgebaut worden. Und ich war bei diesem Ganymed Nature und da haben die Strottern oben einen Standort gehabt. Und dann habe ich plötzlich diese beiden Figuren, also eine ist die Isis und die andere ist die Athena, und dann habe ich die plötzlich ganz nah gesehen und man sieht das dann in einem ganz anderen Licht. Es ist wirklich unglaublich schön gewesen für mich. Ja. Und ich habe mich einfach gefreut, dass ich für unser Museum diese Drucke bekomme. Also es sind eigentlich Probedrucke, es sind keine echten Aktien, deshalb sind auch die Coupons und alles noch dran. Aber es hat so einen sehr starken Bezug zu unserem Haus und das war für mich in meinen 33 Jahren ein Lichtblick, also ein richtig, wie soll ich sagen, ich habe gewusst, jetzt weiß ich, warum ich hier arbeite und warum ich das alles hier mache. Und wenn Ihnen diese Reihe gefällt,
dann würden wir uns sehr freuen, wenn Sie diesen YouTube-Kanal abonnieren würden.